Herzlich willkommen zurück zu unserer Expertenserie Digitalisierung. Christian, auch schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Matthias. Wir haben uns schon in der letzten Folge über technologischen Veränderungsdruck unterhalten und ich darf dich da mal zitieren. Wir haben gesagt, das nimmt zerstörerischen Einfluss entfernter Branchen auf meine Kernbranche. Ja, das heißt, das ist im Kern dieser technologische Veränderungsdruck. Durch neue Technologien habe ich auf einmal Marktbegleiter, die ich vorher noch nie auf dem Schirm hatte. Ja? Ich möchte mit dir gerne mal ein paar Beispiele durchsprechen, damit das alles ein bisschen griffiger wird. Und viele der Hype-Themen, die aktuell so durch die Medien kursieren, sind da doch eher verwirrend. Ja? Wenn ich jetzt höre Internet of Things, also Internet der Dinge, künstliche Intelligenz, 3D-Druck, Big Data, Business Intelligence, virtuelle Realität, da denke ich mir manchmal, wie soll das hier im lokalen Handel irgendwie eingeführt werden? Wie soll das irgendeinen Impact haben, irgendeinen Einfluss darauf? Irgendeinen Nutzen. Hast du da ein Beispiel für? Ja, ich nehme mir einen Begriff da raus, ja, damit wir nicht alle auf einmal machen müssen. Ja. Und ich glaube, einer der griffigsten daraus ist eben das Thema 3D-Druck. Ja. Der 3D-Druck bedeutet also, dass ein Drucker nicht herkömmlich Papier bedruckt, sondern dass man ein Konstrukt hat, in dem Roboter auf gewissen Achsen in der Lage sind, ein Gebilde in 3 Dimensionen zu fertigen. So. Und jetzt denkt man, oh, das ist aber wirklich absolute Zukunftsmusik. Aber der eine oder andere wird vielleicht schon gehört haben, dass Airbus für den operativen Betrieb seiner Flugzeuge bereits 3D-Drucker einsetzt, um Ersatzteile dafür zu fertigen. Das ist also nicht wirklich ganz weit weg, wenn es bereits in der Luftfahrtindustrie mit höchsten Sicherheitsvorschriften bereits zur Anwendung kommt. Denn es kommt nicht nur Tinte da vorne raus, das dürfte schon klar sein, sondern heute können hölzerne Stoffe, Metalle, es können alle möglichen Materialien bereits daraus gedruckt werden. Dafür wird einfach vorne dieser Bearbeitungskopf ausgewechselt und dann können da eben komplexe Strukturen entstehen. Mhm. Ein Beispiel ist eben auch, dass diese 3D-Drucker, sicherlich in riesigem Ausmaß, aber dennoch in China verwendet werden, um große Gebäude bereits zu drucken. Das sieht noch nicht ganz so aus, wie unsere Gebäude heute aussehen, aber die feine Steuerung, also die technische Entwicklung dieser 3D-Drucker nimmt so rasant zu, dass sie eben jetzt in einem Projekt in Russland eingesetzt worden sind. Da wurde innerhalb eines Tages ein Gebäude von 60 Quadratmetern, nicht riesig, aber immerhin, innerhalb eines Tages für unter 50.000 € gedruckt. Und das ist dann kein Gebäude aus Kunststoff oder aus Plastik, sondern das Material ist, wie es bei einem üblichen Hausbau auch passiert oder auch bei einem Fertighaus, Beton, Stahl, genau, hölzerne Stoffe etc. Das bedeutet also wirklich, die Technologie dahinter ermöglicht eine Veränderung. Das Resultat ist aber sehr vergleichbar zu dem, was ich eigentlich aus den üblichen Prozessen kenne. Das Material ist vergleichbar, vielleicht auch das gleiche. Natürlich sind die Optiken noch nicht so, wie sie heute bekannt sind, aber man muss diese Nutzenrelation betrachten. Wenn ich heute jemanden in Deutschland frage, ob er sich für 500.000 € ein Haus mauern lässt oder einen 3D-Drucker einsetzt, der in einem Tag für 1/10 des Betrages das Ganze baut, dann wird er Zugeständnisse an die Optik machen. Und das ist eine Frage von zerstörerischem Einfluss aus einer Technologie, die einfach in der Bauindustrie so gar nicht zwingend bekannt sein dürfte oder vielleicht erst nach und nach dort einsickert. Und das ist eben das, was wir gemeint haben. Das Wissen in Technologien kommt aus Bereichen, die gar nicht naheliegend in der Branche tätig sind. Ja? Und wenn man das jetzt mal betrachtet, dieses Thema 3D-Druck weiter nochmal vertieft, es findet also nicht nur Anwendung in den Bereichen, die jetzt mit hochinnovativen Themen beschäftigt sind, sondern auch im privaten Segment werden 3D-Drucker bereits verwendet. Diese dreidimensionalen Steuerdaten werden in Computerprogrammen bereits ausgewertet oder beziehungsweise erzeugt. Es gibt sogar Tauschbörsen dafür. Und ich habe schon gehört, dass eben in der Automobilsanierung, also gerade wenn es um Oldtimer geht, wo also Ersatzteile knapp sind oder fehlen oder extrem teuer sind, dass dort eben spezielle Ersatzteile wie Außenspiegel von dem 3D-Drucker erzeugt werden. Das heißt, das ist auch also nicht nur mittelstandstauglich, sondern es wird im privaten Segment eingesetzt als ganz normale Technologie. Sie ist noch nicht bei jedem von uns zu Hause, also bei dir nicht und bei mir nicht, aber das heißt nicht, dass diese Technologie nicht absolut reif ist oder zumindest so valide funktioniert, dass man sich damit auseinandersetzen könnte. Das bedeutet also, es besteht aus der Sicht des Handels die Gefahr, dass der Konsument zu einer Art Prosument wird. Das heißt, wenn er nicht direkten Zugriff auf die Waren hat, die er haben möchte,
dass er sich die teilweise auch selbst erstellen kann. Und das zu sehr günstigen Preisen. Das stimmt. Und in dem Rahmen muss man sich sehr wohl fragen, wie werden Handelsstrukturen bestehen, wenn der Konsument an der Stelle womöglich mit freien 3D-Modellen oder mit lizenzbehafteten 3D-Modellen, da besteht vielleicht eine Perspektive, sich an der Stelle mit solchen Technologien beschäftigt und sich seine Ersatzteile selber druckt unter Umgehung von Handelsstrukturen. Also ein praktisches Beispiel dazu könnte ich mir vorstellen, im SHK-Bereich, der Handwerker hat mit der Lizenz des Herstellers die Möglichkeit, vor Ort beim Kunden, beim Auftrag Ersatzteile herzustellen. Ja, wenn man das jetzt wirklich so weit treibt, dann ist das ein durchaus denkbarer Anwendungsfall. Ich will nicht sagen, dass es morgen so ist, aber lass uns nochmal zurückgehen auf unsere Videoserie. Wir sprechen von Veränderungsdruck und der Zunahme von Geschwindigkeit. Das heißt, diese Technologien werden schneller als je zuvor in den Anwendungsfall, in unseren Alltag gebracht werden. Und wir werden sie auch begeisternd aufnehmen, da bin ich mir sicher, dass wir zu Hause damit experimentieren werden in der Zukunft. Und dann sind solche Anwendungsfälle auch beim Handwerker durchaus vorstellbar. Gut, nun malen wir das Bild aus Sicht des Handels natürlich relativ schwarz. Ja? Können wir doch ein positives Ende finden? Also wie würde sich aus deiner Sicht ein Handelsunternehmen für die Zukunft rüsten können? Welche Maßnahmen können unsere Kunden ergreifen, um für die Zukunft besser aufgestellt sein? Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ja. Eigentlich der Kern der Frage, warum wir uns ja auch bei der GWS mit dem Thema Digitalisierung so intensiv beschäftigen. Und ich denke, unsere nächsten Videos werden dann Schritt für Schritt in diesem Bereich der Maßnahmen kommen, sodass wir darstellen können, welche Elemente können unsere Kunden oder können unsere Ansprechpartner ergreifen, um daraus eben Maßnahmen abzuleiten, die sie für die Digitalisierung und die Zeiten der technologischen Veränderung fit machen. Das ist doch ein schöner Ausblick auf die nächste Folge. Ich hoffe, Sie sind genauso gespannt wie ich und schalten auch das nächste Mal wieder ein. Danke, Christian. Danke, Matthias.